Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute in dem Video möchte ich euch mal ganz kurz das neue Shakes and Fidget Magazin vorstellen. Ja, wer es nicht wissen sollte, Shakes and Fidget an sich ist ja aus einem Comic entstanden, also so an sich eigentlich ganz lustig, dass es jetzt dazu ein Magazin gibt und das ist gestern, die erste Ausgabe ist davon gestern erschienen und der Ersteller von diesem Magazin hatte damals für das Spiel Zockerstar, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch, ich hatte mal ein Video dazu gemacht, bevor es offline genommen worden ist, war auch ein Spiel von Playa Games gewesen, seitdem aber die Flash-Version bzw. Flash abgeschafft worden ist, wurde das Game auch nicht mehr mit supported und deswegen auch genauso wie Blood Moon und Tiny Island von Playa Games auch eingestampft und es blieb dann halt nur noch Shakes and Fidget. Ne? Und genau, der Ersteller davon hat jetzt angefangen, ja, Magazine zu Shakes and Fidget zu machen und hat mich auch gefragt, ob ich damit dabei sein möchte bei der ersten Ausgabe. Habe ich natürlich gesagt, na klar, sehr gerne, ist eine sehr große Ehre für mich auf jeden Fall und habe dort ein Interview gegeben. Ja, wer das Ganze sehr gerne sehen will, der schaut am besten einfach mal entweder bei mir auf dem Discord vorbei, denn das Ganze ist ein internationales Magazin, das heißt, das Ganze ist hier, wenn wir das jetzt mal öffnen im Browser, auf Englisch. Und ich habe hier alles auf Englisch beantwortet und in meinem Discord habe ich das Ganze einmal, zumindest mein Part von dem Interview, auf Deutsch übersetzt. Ja, wer sich das Ganze sehr gerne mal reinziehen will, kann da sehr gerne vorbeischauen und sich die deutsche Version einmal durchlesen davon. Ansonsten das komplette Magazin dazu, das findet ihr in der SF-Taverne und zwar gibt es hier unter Open Topics eine Rubrik im Magazin von Shakes and Fidget und hier könnt ihr euch das komplette Magazin reinziehen. Ja, ich bin jetzt hier mit meinem Interview auf der ersten Seite. Wie gesagt, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Ich supporte sowas natürlich auch sehr gerne und hatte das auch kurz im Interview angeschnitten, dass ich es halt auch sehr cool finde, wie Leute dieses Game supporten auf unterschiedlichsten Art und Weisen, sei es in Videos oder in irgendwelchen anderen Projekten, Instagram-Accounts, die erstellt werden oder halt eben solche Magazine, Streams, ne, rundum, was an Content geschaffen wird von der Community aus für Shakes and Fidget, finde ich sehr beachtlich, die Passion dazu und deswegen blieb mir da auch nichts anderes übrig, als das Ganze mal auch zu shoutouten. Ja, und hier findet ihr halt das ganze Magazin, die verschiedenen Seiten, hier ist auch zum Beispiel der Paul mit dabei, Hanrizzle haben sie hier kurz interviewt, also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Jede Seite könnt ihr natürlich auch komplett im Browser öffnen und dann hier auf Close-Up gehen. Ne? Da könnt ihr euch sehr gerne mal hier durchlesen und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Supportet das Ganze meinetwegen sehr gerne und schaut da mal vorbei. Ihr könnt euch auch eine Rolle zuteilen lassen, damit ihr auch informiert werdet über das Ganze, damit ihr nichts verpasst. Das ist hier in der SF-Taverne Rubrik, sag ich mal, kann man sich eine Rolle geben lassen für Magazine, dann wird man darüber auch informiert und wollte ich euch sehr gerne mal zeigen. Und wie gesagt, wenn ihr meinen Part dazu sehen wollt, halt eben auf Deutsch direkt übersetzt, dann schaut sehr gerne halt eben auch auf meinem Discord vorbei. Links zu beiden Discord-Servern findet ihr unten in der Videobeschreibung oder unter dem Video im Kommentar angepinnt und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Durchstöbern. Neues Format, was es in die Shakes and Fidget Welt geschafft hat auf jeden Fall und die Magazine sollen jetzt wöchentlich einmal kommen, also einmal pro Woche so ein Magazin. Ist auf jeden Fall auch, denke ich mal, ein Haufen Arbeit und es ist sehr bereichernd, ein neues Medium, neben halt Bildern und Streams und Videos eben auch noch solche Zeitschrift zu haben von Shakes and Fidget und deswegen feiere ich es auf jeden Fall sehr. Ich sehe da definitiv die Arbeit, die da drin steckt und finde sowas ziemlich cool.
vor allen Dingen auch das zu dem alten Game Zockerstar gemacht zu haben. Fand ich auch sehr geil, was ich auch eine Zeit lang gespielt habe. Ich weiß nicht, gibt es von euch da draußen noch jemanden, der vielleicht Zockerstar früher gespielt hat? Also ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, noch zu meiner Schulzeit, muss das irgendwann gewesen sein. Also es ist wirklich schon Asbach uralt. Ich realisiere gerade, dass ich alt werde. Das war sehr cool. Ich hatte, glaube ich, irgendwie einen Mittelfeldspieler, der hieß auch schon damals Dorza und bin da irgendeinem Club gejoint irgendwie. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Hatte auch echt Spaß gemacht, aber das war lange Zeit auch ein Game gewesen ohne großartige Updates und deswegen, jetzt 5er Pasch hier mal. Mal gucken. Schade. Steine. Aber wäre auch wieder ein 5er Pasch ohne Gold-Event. Habe ich bisher immer noch nicht geschafft, ja. Deswegen war auf jeden Fall cool, dass man das auch so gesehen hatte. Ich hatte mir da auch eine Ausgabe, die hatte auch irgendwo verlinkt gehabt, mal durchgelesen, noch so von damals als Beispiel, wie so ein Magazin aussehen kann. Und deswegen, ja, merkt man auf jeden Fall, dass da auch Herzblut drin ist. Ansonsten, ich glaube, zu Tiny Island habe ich kein Video gemacht, zu Blood Moon damals auch nicht. Zockerstar war wirklich das einzige, wo ich mal ein Video zu gemacht habe. Auch einfach nur als Tribut, sag ich mal. Da hatte ich auch nicht meinen Account von damals gezeigt. Ich weiß nicht, da musste man mal, keine Ahnung, ob man da was findet unter meinem Kanal, denke ich mal, so Dorza, Zockerstar oder irgendwas. Ich guck mal ganz kurz. Zockerstar. Ja, siehst du, findet man hier sogar. Ja, also ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, dass ich das Video hier gedreht habe. Aber das hatte ich einfach mal kurz aufgenommen, bevor diese Version von dem Spiel halt eben eingestampft worden ist. Und kann man natürlich auch immer noch sehr gerne mal hier reinschauen und mal gucken, wie das Game so von damals aussah. Man sieht vom Look her eigentlich relativ ähnlich aufgebaut so zu Shakes & Fidget, ne? Die Quali ist jetzt hier Mülltonne gerade. Ja, Stürzer hatte ich mich hier. Gut, wie gesagt, das ist nicht mein Hauptaccount gewesen von damals. Das Pendant ist hier der Verein zur Gilde, sag ich mal, in Shakes. Und konnte man hier alles leveln. Wie gesagt, guckt euch das sehr gerne mal an. Ihr seht hier dasselbe Prinzip mit Alu und so. Kann man auch alles hier spielen. Also ist schon, hat Nostalgiefaktor auf jeden Fall. Mal gucken, wann genau hatte ich das hier? Am 8.3.2020. Holy shit. Das war, glaube ich, Corona-Hochzeit, oder? So ungefähr, circa müsste das gewesen sein. Das ist auch schon wieder jetzt 4 Jahre her oder so, ne? Knapp 4 Jahre. Krass, wie die Zeit vergeht auf jeden Fall. Das ist auch, Mana Dings ist voll hier. Das ist halt eben auch so einer der Gründe, warum ich halt das YouTube-Zeug so an sich ganz gerne mache. Das hatte ich auch im Interview, auch wurde ich das gefragt, wie es dazu kam und sowas weiter, ne? Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich sowas ganz gerne mache. Man kann halt wirklich alles, was man mag und was einem lieb ist und so, kann man halt auch eben per Video festhalten. Und ja, so ein Game wie Zockerstar zum Beispiel, da kriegst du, ich weiß nicht, ob es da großartig Videos zu gibt auf YouTube. Ich denke mal schon, das ein oder andere Let's Play wird mal schon irgendjemand gemacht haben. Ich denke mal, der Spieletrend wird bestimmt mal sowas. Der hat ja eigentlich alle Games so irgendwie mal durch die Bank weg mal so mal gezeigt. Übrigens, ich habe mir jetzt, mal so nebenbei, ich habe mir jetzt auch YouTube Premium geholt hier, ne? Also ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber mein YouTube hat so dermaßen geleckt die ganze Zeit. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, Premium zu kaufen so, ja, weil eigentlich sollte YouTube so kostenlos sein, aber bei mir ging gar nichts mehr auf YouTube. Es ging gar nichts mehr. Es hat so dermaßen geleckt die ganze Zeit. Ich konnte ein Video laden, ich habe erstmal 5 Minuten gebraucht, um ein Video zu laden, weil es so geleckt hat, ja, weil YouTube ja auch so ein bisschen gegen
die ganze Adblocker-Thematik so ein bisschen vorgehen wollte. Und man konnte immer noch so Adblock und sowas alles nutzen. Ich spreche mich da auch nicht frei. Ja, ich benutze auch Adblock auf jeden Fall, weil dadurch browst ihr auch einfach sicherer. So, wenn ihr auf irgendwelchen x-beliebigen Seiten seid, dann will ich nicht erstmal mit irgendwelchen kuriosen Seiten zugespammt oder Werbung zugespammt werden. Das will ich alles nicht, deswegen hole ich mir Adblocker. Aber für YouTube ist es natürlich ein bisschen schade, weil man dadurch die Creator natürlich dann nicht unterstützt, weil man halt eben die Werbung davon, ja, nicht abbekommt. So, ne? Mit Premium kann man halt, jetzt mache ich hier Werbung für YouTube Premium, Alter, will ich gar nicht, aber mit Premium habt ihr halt eben keine Werbung und unterstützt den YouTuber halt eben trotzdem. Ist so wie Twitch Prime, oder wie gesagt so ein Twitch-Abo, da bekommt ihr dann auch keine Werbung bei euren Streamern und ihr unterstützt sie dann halt. Ne? Nur Premium kostet halt und ja, man hat so auch keine Werbung, ne? Das ersetzt quasi einen Adblocker, aber was die jetzt gemacht haben ist, dass sie halt eben YouTube fast unbenutzbar gemacht haben, so dass es quasi die ganze Zeit laggt und lädt und man musste quasi den Adblocker ausschalten, dann ging wieder so alles einigermaßen flüssig und dann hatte ich mir dann Premium geholt, habe das jetzt mal ausprobiert, den Testmonat jetzt gerade und jetzt laggt es halt eben nicht mehr. So, ne? Zockerstar, gibt es hier irgendwas? Warte mal, so kann man das irgendwie... Player Games. Da hatte der Tuny hier dazu irgendwas gemacht? Ich habe das gar nicht. Aber so richtig Gameplay zu Zockerstar gibt's gar nicht, ne? Oder? So ein bisschen, doch vielleicht hier so von damals, so ganz alte Games. Aber wie gesagt, das ist halt, jetzt habe ich mich ein bisschen verlabert hier, aber das ist halt eben das, warum ich YouTube halt eben auch so gerne mag, weil, das ist der Werbespot noch von damals, ne? Auch krass, Alter. Hier, Legendenvideo, ja. Den Smalley seht ihr auch bald wieder hier. Das ist das, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich jetzt zum 10. Mal. Man kann halt wirklich alles so aufnehmen und für die Ewigkeit halt abspeichern. YouTube ist für mich halt ein großes Archiv an vergangenen Momenten, die man festhalten kann, so wie so ein Bilderalbum, nur dass es halt eben ein Videoalbum ist und das halt eben nicht nur mit Games so, sondern halt eben auch mit ganz vielen Real-Life-Sachen so, ne, an Lost Places, wo ich zum Beispiel schon mal gewesen bin, anderes Gameplay, andere Games, die man gemacht hat, die man mal gezeigt hat und vor allen Dingen halt auch so Real-Life-Sachen, ne, die man hier auch so festhält, wo man sich gerne dran zurückerinnert. Das ist für mich persönlich meine wertvollste Playlist, sag ich mal, weil das hier alles super geile Erinnerungen sind, an die ich mich immer wieder sehr gerne hier zurückerinnern möchte und deswegen, das ist alles auf jeden Fall auf YouTube festgehalten und das ist eigentlich auch das, warum ich damals auch angefangen habe, mitunter auf jeden Fall und jetzt habe ich mich ein bisschen verlabert hier, ne? Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen oder mal wissen lassen und halbes Shakes and Fidget Video heute, aber ich denke mal, dass das Hauptthema ging ja hier hauptsächlich um um das Magazin, was jetzt erschienen ist. Dazu sollte das Video hauptsächlich heute gehen und deswegen, das hat, denke ich mal, auch den Sinn erfüllt. Alles klar, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Guckt auf jeden Fall bei dem Magazin vorbei, ist auf jeden Fall sehr lesenswert, ne? Und wenn ihr die englische Sprache einigermaßen verstehen könnt, ne? Wie gesagt, ansonsten, mein Interviewteil ist halt auf Deutsch, aber der Rest ist halt auf Englisch. Das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.